Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute geht es um das Verändern von Elementen, die wir uns hier rausgesucht haben. Ich habe mal wieder ein bisschen was gelöscht, damit es übersichtlich bleibt und schön einfach. Und zwar werden wir jetzt wieder über getElementById gehen. Da müssen wir nicht den Umweg über die Arrays gehen, sondern können direkt unsere Sachen verändern. Wir werden wieder mit der Headline hier arbeiten und zwar mit nichts anderem dieses Mal. Aber was wir machen wollen ist, wir können zwar jetzt schon, das habe ich euch im ersten Video schon gezeigt, wir können .innerHTML setzen. Was .innerHTML macht, ist folgendes. Der Inhalt, der zwischen dem Tag steht, also innerhalb von diesen rot markierten Teilen hier, also eine Überschrift, das können wir neu setzen über innerHTML. Jetzt gibt es natürlich aber auch noch andere Sachen. Und zwar zum Beispiel hat es hier onClick gleich meine Funktion. Es hat ID gleich Headline. Und diese Sachen können wir alle ersetzen oder verändern, auch die nicht gesetzt sind. Zum Beispiel Class. Class gibt es ja auch immer, aber ich habe es jetzt hier halt nicht gesetzt. Und wenn ich es nicht gesetzt habe, kann ich das trotzdem in JavaScript nachträglich noch machen, wenn ich das möchte. So, eine kleine coole Anwendung. Stellt euch vor, eure Webseite hat ganz einfach als Auswahl 3 Styles. Einer ist dunkel, einer ist hell und einer ist rot oder sowas. Keine Ahnung. Gibt es ja öfters mal. Und ihr könnt hier einfach sagen, okay, ich habe 3 CSS-Files. In der einen CSS-File steht drin, dass das ganze Ding in rot ist. In einer steht es drin, dass es in dunkel ist. Und in einer steht es drin, dass es hell ist. Und jetzt lasst ihr den User über so eine Schaltfläche auswählen oder draufklicken, welches er gerne haben möchte. Und dann sagt ihr einfach, okay, onClick hell zum Beispiel. Und in der Hell-Funktion von JavaScript sagt ihr, ich würde gerne hier mein Style-Sheet href, also diesen Eintrag hier, würde ich gerne umsetzen auf ein anderes Style-Sheet. Das werden wir jetzt nicht machen, das könnt ihr gerne als Übungsaufgabe machen. Und ja, könnt ihr mal als Übungsaufgabe machen und einfach ein bisschen rumprobieren. Wir werden das Ganze jetzt hier mit der ID machen. Und das ist so ein kleiner Brainfuck, dass man die IDs in JavaScript machen kann. Aber ich möchte, dass ihr euch da mal reindenkt und einfach mal mit überlegt, was zur Hölle denn gerade passiert und warum das so passiert. Okay, was wir also setzen ist, wir setzen nicht .innerHTML, sondern wir werden diese ID neu setzen. Okay, wie mache ich das? Naja, wenn ich ein Attribut neu setzen möchte und .innerHTML wird im Prinzip auch als Attribut betrachtet, dann ist das Ganze hier einfach, das hier ist .innerHTML, das ist .id, das ist .onClick, das ist .href, das ist .content, das .name, das .rel und das .src. Also für Bilder ist das auch super, da könnt ihr zum Beispiel dynamisch eure Quelle von eurem Bild ersetzen. Das ist auch ziemlich cool. Hier gebt ihr einfach hinten dran euer Attribut ein, wie das ganze Ding heißt. Wir werden hier die ID benutzen, habe ich gesagt. Und jetzt kommt hinten dran einfach, wie dieser neue Wert heißen soll. Das heißt, zum Beispiel sagt ihr jetzt hier, die Quelle von eurem Bild ist ab sofort das da. Zum Beispiel, wenn ihr irgendwie eine Slideshow machen wollt oder sowas. Genau. Und jetzt sage ich hier einfach mal, meine ID ist jetzt Header. So. Vorsicht, wir haben uns hier das Element über die ID gezogen und setzen jetzt hier die ID neu. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert denn, wenn ich jetzt sage document.getElementById und dann hier die Headline eingebe, also Headline. Im Prinzip genau dasselbe, was wir oben drüber gemacht haben. Wir wissen, dass es funktioniert hat, das hatten wir die ganze Zeit am Laufen, da hat es immer das Ganze auf dynamisch gesetzt. Jetzt sagen wir hier einfach mal inner HTML ist gleich WTF. Okay, so, wir haben jetzt im Prinzip einfach nur die ID auf was Neues gesetzt und dann das inner HTML auf was Neues gesetzt. Was passiert jetzt wohl? Okay, ich aktualisiere und wenn ich draufklicke, passiert einfach gar nichts, absolut nichts. Warum passiert jetzt nichts? Naja, ich versuche hier ein Element über eine ID rauszusuchen, die es gar nicht mehr gibt. Denn ich habe hier die ID Headline ersetzt durch die ID Header. Und wenn ich jetzt hier meine Überschrift verändern möchte, also wenn ich hier was anderes reinschreiben möchte, dann muss ich natürlich über die gültige ID drüber gehen. Und die gültige ID ist nicht mehr Headline, sondern Header, die habe ich ja gerade selber gesetzt. Das heißt, ich muss jetzt hier über getElementById Header gehen und dort das innerHTML verändern. Ja, okay, und wenn ich jetzt drauf klicke, steht hier plötzlich WTF. Gut, so funktioniert das Ganze, also einfach das neue Attribut setzen. Wenn ihr jetzt gerade nicht verstanden habt, malt euch einfach mal auf, was passiert ist, so ein kleines Diagramm oder sowas und versucht euch zu veranschaulichen.
Also im Prinzip ist es nichts Besonderes. Im Prinzip habe ich hier bloß gesagt, ich hätte gerne ein Attribut verändert und das war halt gleichzeitig leider das Zugriffsattribut. Das heißt, ich muss über das neue aktualisierte Zugriffsattribut, nämlich die ID, muss ich dann drauf zugreifen und nicht mehr über das alte, was ich überschrieben habe. Okay, jetzt gibt es natürlich noch Fälle, da möchte ich nicht irgendwelche Attribute ersetzen. Also die Attribute, die sind hier quasi HTML. Ich kann übrigens auch OnClick ersetzen mit neuen Funktionen. Werden aber, wobei, doch, das können wir direkt mal machen. Aber nee, das machen wir separat. Das ist irgendwie separat cooler. Ja, wir können auch natürlich Style ersetzen. Und das Style ist im Prinzip CSS. Wir können alles, was wir in CSS machen können, auch in JavaScript machen. Wir müssen es aber trotzdem wissen. Im Prinzip ist es ja, umständliche Syntax für CSS, mehr ist es nicht. Okay, was wir als nächstes brauchen ist Style. Punkt. So, über Style. Punkt habe ich jetzt komplett Zugriff auf alles CSS von meiner Überschrift Headline. Ja, was passiert jetzt hier? Also ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte die Farbe ändern. Die Farbe auf, gibt es Pink? Ich habe keine Ahnung, ob es Pink gibt. Probieren wir es einfach mal aus. Und ja, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sehen wir, ja, es gibt Pink und die Überschrift wird Pink. Ich kann alles damit machen, das ist wahrscheinlich dann auch für den Body interessant. Ich kann natürlich auch den Hintergrund neu setzen. Ich kann im Prinzip alles machen, was ich in CSS auch machen könnte. Ich kann den Padding setzen, ich kann Border Style setzen, ich kann alles verändern über Style, Punkt und dann den Namen von dem Attribut. Also das Style hier, das braucht ihr immer. Und danach, dieses Color, ist im Prinzip der Name von dem, was hier immer da vorne steht. Also Border Radius, Border Style, Padding, Box Shadow, Font Family. All das wäre hier statt diesem Color. Aber Style braucht ihr unbedingt vorne dran. Und hier hinten nach dem ist gleich steht im Prinzip der neue Wert, den ihr hier hinten dran angeben wollt. Also 50px, Solid oder 20px oder 50% oder sowas. All das steht dann hier hinten dran. In diesen Anführungsstrichle drin. Und Semikolon natürlich auch nicht vergessen. So könnt ihr das ganze Zeug verändern. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, wie gesagt, heute ging es darum, dass ihr Inhalte ersetzen könnt oder neu definieren könnt. Nächstes Mal schauen wir uns dann wahrscheinlich an, wie wir Events oder sowas machen. Mal gucken. Okay, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.